Die Reise beginnt. Lautlos gleiten wir über die verlassene Landstraße. Links und rechts ragen dichte Wälder auf, ihre Schatten tanzen unruhig im schwachen Licht der Dämmerung. Die Straße wirkt endlos, als würde sie uns tiefer in ein vergessenes Kapitel der Geschichte führen. Einen Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Und dann taucht sie vor uns auf. Erhaben, umgeben von dichtem Gehölz, erhebt sich die alte Burg in der Ferne. Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, das nicht nur von Stein zusammengehalten wird, sondern auch von Geschichten, Geheimnissen und vielleicht etwas, das nie wirklich gegangen ist. Langsam nähern wir uns. Die Kamera erfasst die gewaltigen Mauern, die von Jahrhunderten der Geschichte gezeichnet sind. Wie viele Augenpaare haben wohl einst von diesen Türmen herabgeblickt? Waren es Wächter oder etwas anderes? Diese Mauern haben viele Epochen überdauert, einst ein stolzes Bollwerk. Doch was bleibt, wenn die Stimmen der Vergangenheit nicht mehr verstummen? Berichte von unerklärlichen Phänomenen häufen sich. Schatten huschen in der Nacht über das alte Gemäuer, Stimmen flüstern aus der Dunkelheit. Viele, die hier geforscht haben, erzählen von einer Präsenz, die sich mit jeder Sekunde stärker manifestiert. Während wir über die Kapelle hinwegschweben, spüren wir fast die Schwere der Luft. Genau hier hatten wir damals Kontakt. Ein EVP, das uns aufforderte, ein Rosenkranzgebet zu sprechen. Doch was, wenn das nicht nur eine Bitte war, sondern eine Warnung? Heute kehren wir zurück, doch dieses Mal scheinen wir erwartet zu werden. Ich bin heute hier zurückgekommen mit Rosi, Alex, Jule und die Laura. So, die gehen nach oben alleine. Und ich habe mir heute vorgenommen, ich werde als erstes mal hier unten reingehen. Und zwar werde ich gleich mal was dazu erzählen. Wie ihr seht, Gummistiefel. So, ich schalte mal die Alice noch an. Hier wurde damals da hinten wurde ein Schatten gesehen. Der war hier auf der Kamera mit aufgebaut.
Hier war damals aber kein Wasser dran. Und dieser Raum, hier wurden Schreie aufgenommen. Wie gesagt, der Schatten wurde gesehen. Ich muss mal eben kurz, weil ich bin gerade schnell gelaufen, ein bisschen Luft holen. Und das ist der Raum oder der Keller unter dem Gerichtsraum. Ja. Und damals, wo die Leute hier verurteilt worden sind, die Burg ist ja auch, wie gesagt, aus dem 15. Jahrhundert, wurden die einfach Gefängnis. So, das war ein Gefängnis hier, das ist richtig. Das wollte ich gerade sagen. Danke dir für die Antwort. Existenz, okay. Die Leute wurden durch dieses Loch einfach vom Gerichtssaal verurteilt und hier durchgeschmissen. Das haben sie jetzt dicht gemacht. Oben, das sieht man ja auch. Ich fühle mich hier gar nicht so wohl. Also ich bin heute hier nicht, um dir zu schaden. Ich komme mit dem höchsten Respekt und als Freund. Vielleicht weißt du oder kannst dich daran erinnern, dass wir schon mal hier waren. Fegefeuer. Zerbrochen. Also er hat uns auch erzählt, dass er hier auch Sachen wahrgenommen hat, der Hausherr. Talentiert. Abwärts. Talentiert abwärts. Da werden meine Gummistiefel nicht mehr reichen. Das ist zu tief. Nee, das mache ich nicht. Arzt. Ja, das passt auch wieder. Die wurden hier reingeschmissen und wurden sich selbst überlassen. Ja, und durch so einen Sturz. Reinigung. Durch so einen Sturz kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da wirklich dass man da gute Verletzungen davon getragen hat. Heute nehme ich mal nicht mit dem extra Mikrofon auf, heute nehme ich mal mit der direkten mit dem internen Mikro. Konsole. Ja, jetzt muss ich leider, weil ich da nicht lang kann, muss ich einmal wieder raus. Und wir haben unsere Sachen abgestellt im Gebäude. Und ich werde mich nachher hier niederlassen mit Rosi. Wie gesagt, der Schatten wurde damals hier aufgezeichnet. Vergnügen.
Vergnügen. Okay, ihr habt gerade gehört, was ich gesagt habe. Okay, bin gespannt. Wie gesagt, ich komme in Frieden und mit dem höchsten Respekt. Das wird interessant. Ich habe immer das Gefühl, als wenn jemand hinter mir steht. Lügen. Zeigt auf mich, was das bedeuten soll, ich weiß es nicht. Wenn du meinst, mit Lügen, weil ich gesagt, ich komme mit dem höchsten Respekt, dass ich lüge nicht, das meine ich ernst. Und ich denke mal, wenn du meine Gefühle fühlen kannst, dann weißt du das. Oder meine Gedanken lesen kannst. Ich muss die Tür zumachen. Das wird schön, das Wasser ist schön kalt. Kostüm, ja, das liegt an meinen gelben Gummistiefeln. Hier wisst ihr, hier hatten wir damals die Kamera aufgestellt. Ja, die war ja, wie gesagt, die Aufnahme weg. Hier wurde damals ein Tier wahrgenommen, ein Schäferhund, der soll wohl hier immer gesessen haben. Das wurde dicht gemauert, hier soll ein Verschlag gewesen sein, eine Grotte, wo sie verließ, wie ein Gefängnis. Das ist nachträglich dicht gemauert worden. Und ja, das ist der Keller, der andere. Du. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das jetzt mal so alleine auch macht. Letzte. Ja, du letzte. Hört sich so an wie, ich hatte ja mit den Gedanken gespielt, auch langsam mich ein bisschen zurückzuziehen. Vielleicht wissen Sie das schon. Bekennen. Auge. Wasser. Hier hat irgendwas gezischt. Eingestehen. Schön war das hier aber mal. Banane.
retten. Baby, okay. Kommen wir wieder zu der Magd, die ihr Baby sucht. Es gab ja die Geschichte, dass das Kind eingemauert worden ist. Ich glaube im 15., 16. Jahrhundert. Damals war das ja so. Was war das denn? Wackelig. Was ist das? Wackelig. Suchst du noch dein Baby? Vergleich. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Das sind doch Fußspuren von, gut, das könnte vom Waschbär sein, aber laufen die im Wasser? Was sind das für Spuren? Ja, das sieht aus wie Waschbären. Beteiligt. Schuldig. Schuldig, beteiligt, schuldig. Gehorchen. Also wir wissen, dass ja noch Strom auf dem Gebäude ist, ne? Also zumindest an einigen Stellen. Ich hoffe nicht hier. Ich muss mal eben kurz die Kamera an- und ausmachen. Ich habe irgendwo das Gefühl, dass ich keinen Ton habe. Ich habe hier keine Anzeige. Und so, zurück. Steht mein Handy. Das hier an. Uns selbst. Und selbst, ja. Wir sehen uns gleich zurück. Wiederhergestellt. Und selbst was? Wiederhergestellt. Okay. Bis gleich. Ich bin zurück. Funktioniert alles. Jetzt habe ich ein Problem. Hier ist irgendwo Musik. Das ist, glaube ich, von den Nachbarshäusern. Okay, da ist zu.
vorweg. Also hier kann man nicht rein, das ist außen jetzt auch mit Kameras gesichert, mit Infrarotkameras. Und wir haben die Genehmigung hier, Silben, wir haben die Genehmigung hier sein zu dürfen. Und auch im Gebäude sind 2, 3 kleine Überraschungen. Für diejenigen, die doch meinen, hier reingehen zu wollen. Aber jetzt frage ich mich, ich habe keine Ahnung, eben müsste ich googeln, Waschbären im Wasser. Ja, man sieht hier auch diese langen also Finger. Schwerkraft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Keller, wo wir eben waren, das wird bestimmt ganz spannend. Jetzt ist das, wie gesagt, fragt ihr euch, wie wir das machen mit der Kameras. Halt auf dem Dreibein und sitzen dann da mit Gummistiefeln. Und können halt nicht viel aufbauen. Ne? Müde. Ich habe immer das Gefühl, als wenn mir einer hinter mir steht. Das habe ich vorhin schon gehabt, als wir oben waren. Wir haben oben auch noch was aufgebaut. Das zeige ich euch gleich mal. Ist das eine Treppe? Hier läuft ein Kabel lang. Hey, lasst ja bloß kein Strom drauf sein. Gemischt. Gemischt. Ach, okay. Es ist ein Durchgang. Ich muss meine Hose hochziehen. Hier seht ihr, an einigen Stellen ist Strom drauf. Hütte. So, hier, das haben wir aufgebaut. Ein Move-Test ist eine Technik in paranormalen Ermittlungen, um unerklärliche Objektbewegungen zu überprüfen. Dabei wird ein Gegenstand gezielt platziert, markiert und mit Kameras oder Sensoren überwacht. Ermittler testen auf natürliche Ursachen wie Luftzug oder Erschütterungen. Falls keine logische Erklärung gefunden wird und sich das Objekt dennoch bewegt, wird ein mögliches paranormales Phänomen in Betracht gezogen.
Was war bei euch? War gut alles? Artikel. War bei euch gut alles? Ja. Jetzt Mama wieder komisch. Ich habe gesagt, ich komme ja mit Rosi runter, da kommt mit einmal stumpf raus Vergnügen. Wow. Ich bin als erstes rein, ich will gerade die Ansprache machen. Ich will gerade erklären wegen dem Loch, was das war. Das war ja ein Gefängnis, kommt aus der Alice-Gefängnis. All die Luft drin. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, als wenn mir einer hinterherläuft. Das kann ich mir gut vorstellen. Guck, dass du machst. Wenn man alleine geht, hat man noch empfindlichere Wahrnehmung. Ja. So wenn wir zusammen sind, Genau, wir reden dann auch ein bisschen. Ja. das kann sein. Vielleicht. Ja. Alex hat das gerade so. Ausstellung. Hey, ich habe gerade hier rüber gefilmt, ne? Was sagt sie? Ausstellung. Ausstellung. Ja, tatsächlich. So, ja. Komme ich jetzt mal ran? Gut, ich gehe nochmal. Ja. Oh, das wird jetzt eiskalt an den Füßen. Hier hat es damals gebrannt. Entlang. Ich muss mal eben was tauschen. In der Tasche. So, kleiner Blick. Muss mal eben hier rein. Zorn. Okay, vielleicht ist die Entität, die wir ja beim ersten Mal hier waren. Ne? Ich bin gespannt, was die davon hält, dass wir heute hier sind. Ich habe euch ja vorhin schon ein paar Einblicke gegeben mit der Drohne. Quelle. Aggressiv, alles klar. Es deutet, glaube ich, es kommt mir jetzt auch das Gefühl so immer mehr, dass die Entität, wo wir schon mal hier waren, anscheinend nicht so davon erfreut ist. Rosi hat ja eben auch gesagt, die hatte schon wieder, dass es ihr nicht gut ging. Ähnlich. Okay, vielleicht ist es nicht der, vielleicht ist es jemand anders. Aber ähnlich. Falls ich jetzt Rauch sehen sollte, das kann von meiner Zigarette kommen. Aua. Auflage. Ja, Auflage ja. Vielleicht haben wir eine Auflage. Ich weiß es. Nein, ich weiß es. Als wir bereits einmal hier waren, habt ihr das schon bei unserem ersten Besuch gesehen und gehört. Es wurde mehrfach darauf hingewiesen. In einer EVP wurde das Rosenkranzgebet erwähnt, was darauf hindeutet, dass jemand großen Wert darauf legte. Allerdings ist es nicht einfach, einen Rosenkranz richtig zu beten. Das vollständige Gebet dauert etwa 15 bis 20 Minuten und erfordert eine genaue Abfolge von Vaterunser, Ave Maria und Glaubensbekenntnissen. Für einen Laien ist es nahezu unmöglich, es fehlerfrei zu sprechen. Um keine Fehler zu machen und die Entität nicht zu verärgern,
haben wir mit offenen Karten gespielt. Da erzähle ich gleich was zu, wenn ich mich mit den anderen treffe. Hier sitzen nachher die anderen drei. Alex, Jule und Laura. Raten. Film. Ja, ich filme. Was? Film? Dreieck. Ich krieg mit einmal ein Piepen auf dem linken Ohr. Es kam vorübergehend. Für alle, die fragen, wegen der Kippe, die ist hier. Die nehme ich mit, die schmeiße ich nach dem Becher. So, den Raum kennt ihr ja noch. Schwanz. Informiert, Rückkehr. Deutet wieder darauf hin. Er ist informiert oder er war informiert, dass wir zurückkommen. Bitte? Gang. Ich bin gerade im Gang, ja. Es kam gerade Atmung aus der Alice. Ich habe gerade umgeschaltet, weil ich halt mal eben 2 Fotos gemacht. Und wie ihr hört, ich bin so dick angezogen und die Thermounterwäsche an und das strengt richtig an.
So, den Rest, den habt ihr gesehen. Da dürfen wir eh nicht hoch bewegen, ja. In der Anderswelt, einem spirituellen oder paranormalen Konzept für eine jenseitige Dimension, kann Justieren verschiedene Bedeutungen haben, je nach Kontext. Energetische Anpassung. Justieren kann bedeuten, dass sich eine Seele, ein Geist oder eine Entität an eine neue Umgebung oder Energieebene anpasst. Veränderung der Wahrnehmung. Es kann sich auf das Einstellen der eigenen Sinne oder Schwingung beziehen, um besser mit der Anderswelt in Kontakt zu treten. Harmonisierung mit der Umgebung. Manche glauben, dass Geister oder spirituelle Wesen ihre Energie justieren müssen, um sich zu manifestieren oder mit Lebenden zu kommunizieren. Ausbalancieren von Kräften. In esoterischen Lehren könnte es bedeuten, spirituelle Energien oder Kräfte ins Gleichgewicht zu bringen. Er ist informiert. Er weiß, dass wir hier sind. Auflage. Oh, Da ist mir sofort was eingefallen. ja. Da hat er noch eine Andeutung drauf gemacht. Ja. Ich habe gesagt, Auflage und kommt sofort stumpf raus, ja. Und welche? Ja, Ja, was welche wohl? wohl? Meinst du das, der Rosenkranz? Ja. Ja. Und Aber wir gehen ja du nicht meinst, hoch in die das- Kapelle. Das siehst du, das ist dem egal. Wir sind hier. Und du meinst, dass es ein Er ist, also dieser Wächter. Der Wächter nicht, das ist eine Seele. Ja, Das ist so jemand, vielleicht war es ein Richter, vielleicht war es irgendwo eine Behördenperson. Ja, meine ich, der Richter oder so. Genau. Meine ich, ja, Richter nicht. Wächter Du hast hast du. auch früher, wenn du Mist gebaut hast, hast du ja die Auflage gekriegt, wirklich den Rosenkranz 25 Mal zu beten als Strafe. Um wieder Ja. gut machen. Flüssigkeit. Tee. Was? Süßigkeit? Flüssigkeit. Ja, wenn du irgendeinen Mist gebaut hast, haben sie bete den Rosenkranz 25 Mal hoch und runter und dann sind dir die Sünden. Nee, ich mach das. Ich weiß, wie ich das mache. Oh, jetzt hab ich schon Pass auf. Wer hat das Funkgerät von euch? Ich. Wenn das soweit ist, bleibst du hier. Ich stelle dann die. Das ganz oft. Ey, was hast du gerade? Ein riesengroßes Ohr. Dann pass mal auf, was ich eben hatte. Ich musste mich an der Leiter festhalten. Mein linkes Ohr. Das tat so weh an der Treppe oben. Ich habe das gesagt. Ich habe so einen Pfeifen in den Ohren gekriegt. Jetzt lässt nach. Siehst du, und das kann man jetzt sehen, das ist nicht gefaked. Die Aufnahme war nicht zu. Siehst du, wir haben beide jetzt das Gleiche. Wir haben nicht davon gesprochen. Gar nicht. Boah, aber so heftig. Links. Links, das linke. Ich wollte gerade jemand ins Ohr. Ja, Ja, jetzt weiß ich nicht mit der Auflage. Was machen wir da jetzt? Kannst du mal an die Diana fragen? Da bin ich jetzt irgendwie, wie gesagt, ich möchte da nichts verkehrt machen. was wegen dem Rosenkranz. Was wir jetzt machen, ja. Das Wort Auflage kam. Wir sprechen einfach nicht darüber. Über Rosenkranz. Ja, nee, das Wir können nicht, es aber nicht. wir müssen ihm erklären, dass wir es nicht können. Ach so. Wir können es nicht. Ja, ist uns. Vorbereitet. Ja, Ja, wir haben uns vorbereitet und trotzdem können wir es nicht. richtig. Und es ist Man lernt das ja als Kind schon, ne? Ja. Flugmodus ausmachen. Und so, die Arme. Der. Ja, sieht er jetzt Diana. Ach so. Was kann die jetzt hier machen? Warten, aber Stress.
Bitte? Das kann jetzt die Anna machen. Hallo Diana, solltest du uns jetzt hier mal abhören? Wir haben über die Alice, Ja. über die Alice Auflage. diese Nachricht Auflage bekommen. Das heißt, wir haben sofort dran gedacht, wir haben hier eine Auflage, also etwas zu erfüllen. Du weißt genau, von was wir sprechen. Er hat auch gesagt, Wir Zorn haben gesagt, und Böse. Wir machen es ja nicht, das weißt du. Und gib uns mal einen Tipp, sag uns mal bitte jetzt, was wir ihm sagen können, dass wir diesen großen Tanz nicht versprechen können. Und ja, wir sind gerade eben so. Hast du gehört, was die Alice gesagt hat? Und die Alice hat gesagt, Katastrophe. das ist eine Katastrophe. Jetzt, wo ich dir die Nachricht spreche. Der geht mindestens 30 Minuten. Wenn du ihn gut sprichst, 30. Sie sagte, wenn du es kannst, in 20 Minuten. Wenn du es nicht kannst, kann das bis zu einer Stunde dauern. Ich habe sowas von dir Du von musst ja jeden einzelnen. Und jetzt weißt du nicht, wenn du es machst, gehst du ja was ein. Du machst was. Und jetzt weißt du nicht, wie er das verzeiht, wenn du es nicht richtig machst. Vielleicht setzt er dann richtig Wert drauf, dass das 100% laufen muss. Wenn du sagst, es war eine Priesterschule hier, Ja. dann weißt du Bescheid. Dann wussten die das wahrscheinlich. Bistum Stimmt. Sowieso katholisch. Das war ja im 19. Jahrhundert Anfang, ne? War ja, Dann war der wahrscheinlich der Lehrer oder der Oberste, der gesagt hat, so, ihr lernt das und wenn nicht, gibt es ordentlich geschafft. Ja. 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 So, ihr seht, wie ihr seht, bin ich und Rosi wieder zurück in der Erichsburg. Und ich werde gleich mal, hier sind schon wieder ganz komische Sachen abgelaufen. Bei der Vorbegehung, also ich habe euch ja eben einmal kurz rumgeführt, habt ihr das auch schon mitgekriegt. Wer die ersten Teile gesehen hat, abgedeckt England. Habt ihr ja auch mitgekriegt, was damals hier abgelaufen ist. Und ja, wir sitzen jetzt hier auch im Wasser, weil wir haben gesagt, wir gehen hier in den Keller. Alex, Jule und Laura sind oben. Und wir werden uns nachher auch noch treffen bei dem Move-Test. Ich habe die SLS mit. Ich hoffe, dass die bis dahin hält, weil es sind schon wieder oben wie viele Taschenlampen und alles ausgegangen? Alex' Stirnlampe ist ausgegangen. Jules Taschenlampe ist ausgegangen. Hallo Mechthild. Lauras Taschenlampe ist aus. Ich hatte eine Lampe extra heute hier drauf. Die ist vor den anderen schon ausgegangen. Und der Strahler. Ich habe 2 Strahler. Die habe ich heute Mittag erst abgezogen vom Laden. Auch der Strahler ist leer. Uff. Also sind das 4, 5 Lampen, Genau. die auf einmal jetzt alle aus sind. Motor. Ja, dann ich bin ja vorhin hier reingekommen, es wurde ja gesagt, Baby. So. Ich wusste ja, habe ich ja gesagt, dass die Magd eventuell ihr Kind sucht. Sympathie. Und Vergnügen kam ja auch noch, weil wir ja gesagt haben, komm hier rein, wir gucken, was der Abend bringt. Zu dem Baby, da hat Rosi mich darauf hingewiesen, ihr seht das Becken hier. Da war die, was sagtest du? Es war mal ein Team da, die haben hier schon untersucht, das könnt ihr auf YouTube sehen. Dieses Video ist noch online. Und die sind hier durchgegangen und hatten die Info wohl vom Besitzer bekommen, dass hier eventuell da unten dieses Fundament ist, wo eventuell dieses Kind eingemauert sein könnte. Es ist nicht bewiesen, aber es könnte da sein. Und die haben wohl genau dort an dieser Stelle auch, wie wir, hier Baby, Kind und Wein drauf gehabt. Entschuldigung, muss ich unterbrechen, mir fällt gerade was auf. Gebracht. Mir fällt gerade was auf, und zwar fällt mir gerade auf, dass es schallt hier drin schon wieder, wie in der Kapelle. Ja. Es halt. Ja.
glaube, ich hole mir eben den Strumpf für das Mikrofon. Zum drüberziehen. Vorsichtshalber. Körperlos. Du kannst ja nochmal eben, ich will das noch, bevor wir loslegen, weil sonst ist Ja, das ja. nachher alles spontan. Was sagt sie? Demenz. Mechthild. Das ist ein alter Name. Ja. Aber der kam, glaube ich, schon öfters. Und da habe ich aber auch schon. Sag mal was? Hallo? Dennis? Du weißt, ich glaube, das kann ich. Bin mir jetzt nicht sicher, hole ich das nicht. Ich würde mal irgendwas umstellen. Ich kann das nicht. Ausflug. Hole ich jetzt die Katze oder hole ich die jetzt nicht? Also den Überzug. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, oder wir müssen ein bisschen, Nicht so laut. genau, ein bisschen leiser sprechen. Ich hole trotzdem die Katze. Mein Gefühl sagt mir das. Ja. Mitsommernacht. Mitsommernacht. Schweden. So. Theater. Störung, richtig? Wir haben Tonstörung. Dennis geht los, holt noch ein Teil, um die Tonqualität zu verbessern. Was sagst du? Was ist? Kraftlos? Mein Name ist Dennis. Mein Name ist Rosi. Wir sind heute hier und kommen mit dem höchsten Respekt und kommen in Freundschaft. Du hattest dich vorhin schon gemeldet und hattest gesagt oder Hinweise gegeben. Wrack. Hinweise gegeben auf was Bestimmtes, was ich jetzt noch nicht direkt sagen möchte. Ich möchte sehen, wie sich das in der Zeit jetzt so ein bisschen, was da rauskommt. Ob du da noch Andeutungen, Hinweise zugibst. Dennis? Danke. Hocker. Hocker. Ja. Hocker. Ich sitze auf einem Hocker. Und wir laden dich herzlich ein, mit uns heute positiv zu kommunizieren. Jeder ist hier eingeladen von euch. Ihr könnt über diese beiden Geräte hier Wörter ausgeben, Hinweise geben,
Versucht aber mal bitte punktgenau das auszugeben. Ich bin Richard. Hallo Richard. Hallo Richard. Uhr jetzt glücklich. Uhr jetzt glücklich. Uhr. Zur Das- Zeit. Und dann habt ihr 2 Geräte hier stehen, die könnt ihr zum Blinken bringen, da könnt ihr auch Antworten drüber geben. Oder halt vielleicht ganz laut was sagen oder Geräusche machen. Dann frage ich mal, sind wir hier jetzt gerade ich und Rosi alleine? Mund. Mund. Kannst du mir, Was war das? kannst du mir, Was war das? Was war? ich habe keine Ahnung, was das war. Erinnerung. Ich habe gerade gedacht, da kommt was rein, also so weißt du, runtergerutscht. Weil da hinten ist ein ganz komisches Phänomen. Ich bin nicht einverstanden. Da ist das Wasser so hoch und der ganze Fußboden voll mit Tiertapsen. Aber das ist so lang, länglich, ich glaube Waschbären haben so längliche. Ja, das englische Kreis, so gesagt. Ne? Wie Finger oder so, ne? Ja. Aber du weißt auch, in welcher Ecke du sitzt, ne? Wieso? Das Wieso? ist diese Ecke, was uns der Besitzer erzählt hat. Folter. Folter. Das Wo stimmt. Die ich wollte gerade sagen, die Gefolterten in der Ecke lagen und gejammert haben. In der Nähe. Folter in der Nähe. Das weiß ich ja, da waren ja auch diese Schreie zu hören. Ne? Ja. Okay. Soll ich hier weggehen oder darf ich hier sitzen bleiben? Schokolade. Haben wir. Ist oben. Oben. Liegt Schokolade. Du kannst ja nachher, wir gehen dann nachher hoch, du kannst ja gerne da mitkommen. Dann zeige ich sie dir. Täglich. Kommen wir mal drauf zurück, auf die Folter. Wurdest du hier gefoltert? Genau. Keine Ahnung, was das war.
3. Okay. Moment, ich habe mich ein bisschen. Nochmal. Das ist schon Drei. Diese Zahl steht für Harmonie, Kreativität und spirituelles Wachstum. Es könnte den göttlichen Funken oder den göttlichen Plan symbolisieren. Signale, die oft in vielen Traditionen als 3 Aspekte einer höheren Macht, zum Beispiel Vater, Sohn, Heiliger Geist, im Christentum erscheinen. Hier. Hier. Bist du ihr? Stift, Oh, Ach, das ist die Kamera. wenn so Gegenstände jetzt gefallen sind. Oder so. Stift. Oben liegen Stifte. Schokolade. Oben liegt Schokolade. Guckt ihr euch das gerade oben an? Kannst du mir noch einen Gegenstand von dem Tisch nennen, den du siehst oder wahrnimmst? Schock. Wir sind vorhin bei der Begehung oben am Tisch vorbei und ich habe gefragt, ob Sie mir einen oder 2 Gegenstände nennen können, die auf dem Tisch liegen. Ob sie denen bekannt vorkommen. Jetzt kommt Schokolade und Stift. überrascht, Überrascht. Da ist nichts. Wo will sich da was verstecken? Da sind keine Rohre, nichts, da ist nur Mauer. Nein, na eben. Und das Fenster? Das hat sich elektronisch, elektronisch, das hat sich angehört wie so ein, als immer was geladen wird, immer wieder. Wie ein Rädchen unten. Ne? Ja. Mhm. Hast du das Geräusch gerade da hinten gemacht? Kannst du mir symbolisieren oder sagen, was du damit meinst? Hört sich an wie ein Kratzen.
Lobet den Herrn. Abfälle, Ich weiß es nicht. Rolf, hallo Rolf. Siehst du da hinten was? Nein, Da ist nichts. nichts. Auch oben an der Decke nicht. Ich guck mal kurz ans Fenster. Nein, das kommt von da. Nein, das ist Da kommt das. Usi, das ist genau, bei mir ist jetzt dieser Pfeiler davor. Genau in der, das muss genau in der Ecke sein. Ungefähr 1 Meter rechts von der Ecke. da ist nichts. Oh, ich kriege eiskalte Füße. Hier, mach so, dass die Zähne wenigstens rausgucken. Hast du gesagt, Schimmel? Zerstückeln. Du spinnst. Ja, Zerstückeln. Das hat sich, also wenn, ja, kann man jetzt so interpretieren, hat sich angehört wie schneiden. geschrieben, Das Geräusch hat sich angehört wie so schnippeln, Ja, ja. schneiden. zerstückeln. Was war das hier für ein Ort oder dieser Raum? Ja. Finanzen, Es ist dunkel, Finanzen. Was war dieser Raum hier? Was ist hier geschehen? Das sind Hunde, ne? Kurt, Kurt. Hallo Kurt. Hallo? Kurt, ist dir hier was passiert? Oder wurde dir hier was Schlimmes angetan? Ihr seid unfähig. Anke, Anke. Hallo Anke. Inwiefern sind wir unfähig? Wegen was? In welcher Hinsicht? Ich glaube, ich weiß vielleicht worauf. Feder, Feder. Was liegt oben auf dem Tisch? Eine Feder. Das ist das dritte. Nazareth. Ja. Siehst du die Feder? Puste sie mal an. Erinnerungen, Vielleicht macht die Feder irgendwelche Erinnerungen bei ihr. Oder ihm. Das war Rosi. Was? Dein Magen. Nein. Das sag ich. Das war ein Kind. Das war nicht mein Mann. Echt jetzt? Aus dieser Ecke. Das war nicht. Das kann nicht aus der Ecke. Wenn, dann kommt das von da.
Warte. An mir hochklettern? Preise, Preise. Nein, bitte nicht an mir hochklettern. wählen, Wählen. Preise wählen. Das war ich. Vielleicht oben irgendwas wählen. Von dem Tisch. Preise. Es liegt ja auch Geld drin, altes Geld. Ja. Kannst du mir sagen, was du noch von diesem Tisch siehst? großzügig, Pause, Pause. Vielleicht brauchen die gerade wegen Allergie oder irgendwas. Aus. Lösegeld, Lösegeld. Freikaufen vielleicht. Irgendeinen Gefangenen freikaufen? Also das habe ich auch gerade gedacht. Zeigt aber auch hier in die Ecke. Ne? Stimmt das? Wurdet ihr durch diese Klappe geschmissen? Senf, Senf. Ey, Scheiße. Was ist denn jetzt? Jetzt ist mir der ganze Gummistiefel vollgelaufen. Wie denn das? Ich hab so gehabt. Ach, Dennis. Das ist, ersichtlich, das ist arschkalt. Natürlich ist das klar. Ei. Zu weit ausgestreckt. Ich muss mir den ausgießen. Gefängnis, Gefängnis? Gefängnis? Ja. Ach, ach, du bist doch. Hört mal jetzt, das ist jetzt vom Gummistiefel. Achtung. Oh. Und nun? Das hast Eisfüße. Da muss ich jetzt improvisieren. Zum Glück seht ihr das jetzt nicht. verbrochen,
ganz dran. Pass auf. Liegst du ganz drin. Schneller. Mach schneller, Dennis. Wieso? Hat sie gesagt. Hä? Hat sie gesagt. Ist das schön. Hat die jetzt gesagt Beine? Beine? Nee, deine. Deine. Begründung. Dass irgendwas halt mit dem Fuß hochlegen kann. Willst du hierher? Ich bin sicher. Kannst du dich da hinsetzen, wenn du willst. Willst du unten? Lassen die Stühle so stehen? Ah, das ist Von meinem Glück können sie auch noch unter sich bekommen. Angenommen. Komplimente angenommen. angenehm. Aber aufpassen, nicht, dass du dich jetzt erkältest. Ole. Hallo Ole. Oh, War das Blinken an der Wand da auch schon? ja. Ja. Punkt. Punkt. Kannst du dich noch an uns erinnern? Weißt du, dass wir schon mal hier waren? Schneller. Daher. Daher März. März. Wir waren schneller wieder da, wie wir dachten. Ja, aber daher. Nicht erst im März. Bedienung. Bedienung. Gibt es irgendwas, was wir für euch tun können? Ich wurde geköpft.
Also das kann ja wohl Das nicht, ist- das ist ja ein Wort, was passt ja auch wie Faust auf Frau 1 nach dem anderen. Ja. Ich wurde geköpft. Was war der Grund? Markiert mein Grab. Markiert mein Grab. Was ins Wasser gelaufen? Spitze. Da hinten. Veronika. Vergleichen. Vergleichen. Korrekt. Ist noch jemand bei uns? Socke. Socke. Socke? Socke. Aber du hast recht. Dennis hat eine nasse Socke. Ja. Ja, das passt doch so perfekt. Ja.
Das auch. Einfach gemacht. Versteckung. Was ist das? Versteckung oder Versteckung? Versteckung. Okay, zweifach. Gab es wart ihr oder war jemand von euch hier unten angekettet? Was ist das? Was ist das? Was war das denn? Ich weiß es nicht, ich hab's gehört. Gemeinheit. Rosi, das hat sich gerade. Also aggressiv hat sich das angehört. Brücke. Brücke. Decke. Decke. Brücke, Decke. Notiz. Da war schon wieder was gehört. Ich bin mir nicht sicher, aus welcher Ecke. Das. Ingrid. Ingrid. Ist hier jemand in dieser Burg? Der Chef? Christus. Die Kirche oben, Kapelle, keine Ahnung.
Ich war eine Waise. Daten. Insbesondere. Daten insbesondere. Wird hier ein Baby gesucht? Gibt es hier ein Baby? Wiedergabe. Was war das? Ja. Das kam von mir links hinter mir. Frage. Also jetzt ist ganz seltsam, ich habe gerade mal versucht. Da war komplett verraucht das Bild. Und jetzt habe ich extra reingeatmet. Da war es nicht. Doch. Doch. Das ist bestimmt auch ein Tier. Ja, jetzt hört man das Quieken. Diskutieren. Worüber möchtest du diskutieren? Energie. Okay. Braucht ihr Energie? Verärgert. Warum? Hey. Okay, jetzt. Jetzt war irgendwas ganz nah bei mir. Das klang wie ein Frosch. Nee, es war irgendwas ganz nah bei mir. Ich habe richtig gemerkt, so, wenn du die Hand vorhältst, kennst du das? Wenn du so eine. Rauch. 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 Mhm. Du kannst die Energie nehmen, aber nicht von uns. Also nicht von unserem Körper. Bitte. Du hast hier Geräte, da kannst du dir die Energie nehmen. Familie. Hier ist heute auch, ja. Meine Familie. Parasit. Wie alt bist du? Kritiker.
Steckt eiskalt drin. Aber richtig. Die sind schon eingefroren. Schuhwerk. Schuhwerk. Schuhwerk, ja. Ja, ich weiß. Da ist mir Wasser reingelaufen. Das ist nicht warm, das ist sehr kalt. Bibel lesen. Weißt du, welche Farbe mein Schuhwerk hat? Siehst du das? Was war das? Hose. Hose. Hinter dir. Was hatte ich eben? Hinter dir hast du es. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich so sitze, mir ist Wasser um den Stiefel gelaufen. Wenn ich jetzt mit den kalten Füßen noch in den Boden im Wasser drin bin, das ist, die frieren mir schon ab. Mhm. In Ordnung. Ja, danke. Wie viele Gefangene waren hier, als du hier warst? Warst du alleine? Monate. Monate war er hier bestimmt. Warum warst du hier? Okay, pass auf. Pass auf. Das Geräusch. Vater. Das ist, glaube ich, jetzt das 4. Mal gewesen. Es hat da angefangen. Zeitplan. Es hat da angefangen und es ist jetzt mittlerweile da. Was war das? Hab nichts mehr. Das Nee, wie ein Zischen. Und es ist ziemlich nah.
Wer macht denn hier diese Geräusche? Rosi, jetzt pass mal, achte mal drauf. Wenn dieses Geräusch kommt, dann hast du auch so ein komisches Wasserflattern. Du hörst das Wasser damit einmal. Immer wenn dieses Geräusch kommt. Also, ja. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Muster. Was ist das? Das kann ich nicht lesen. Booster oder Booster. Werkzeug. Kannst du mir sagen, wo von meiner Richtung die Ketten waren, wo du angebunden warst? Links, rechts, hinter mir oder vor mir? Hör mal. Es war wieder das Geräusch und wieder das Wasser plätschern. Nichts. Also ich habe gefragt, welche Richtung und sagte nichts. Darfst du es nicht sagen? Nee, vielleicht war er nicht angekettet. Hier. Oder er ist Oder? eine Entität, die nicht hier war. Also die nichts mit diesem Gebäude zu tun hat vielleicht. Also nicht zumindest hier unten im Gefängnis. Geschäft. Geschäft. Zeig nach oben, ne? Also ich muss mal eben kurz mich da einstellen. Ich muss mal eben auf Ruhestiefel aus dem Wasser oder sonst. Das ist, also ihr langsam kannst du nicht mehr ausmachen. Fall bloß nicht in das Loch rein. Ja, dann ist ganz vorbei. Kannst du mir sagen, was das hier für ein Becken ist? Halle oder Halle? Alle. Was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist ja das. Schwingen. Peter. Mindestens. Cousine. Cousine. Liebe Leute, wir sehen uns gleich zurück. Wir werden das jetzt einmal hier umstellen, weil ich halte es nicht mehr aus mit den Füßen. Das ist eiskalt, es schmerzt schon.
Wir werden uns da hinsetzen, auf der Treppe. Auf die Treppe? Ja, weil das geht nicht. Es ist ja egal, ob wir jetzt hier sitzen oder ob wir da sitzen. Versagt. Ja, tut mir leid, es ist zu kalt. Bin menschlich. So. Ich habe mir jetzt, ich wollte gerade sagen, Slip-Einlagen geholt. Ja, Einlagen für Schuhe von Jule. Vereinigt. So, ich habe jetzt wieder Slip-Einlagen, würde ich sagen. Einlagen drin. Die wärmen sich wohl irgendwie von selber, das dauert wohl 15 Minuten. Ist zwar Größe 36 und ich habe 46, passt schon. Ich bin mal gespannt. Was? Ich kann mich küssen. Kontinuierlich. Geschäftsmann. Das ist nichts. Schreiben. Schreiben. Hier ist auch kein Tier drin. Wo soll der denn sein? Der kann ja nur im Wasser liegen. War das Tee oder Kaffee? Kaffee. Bist du noch über uns verärgert? Du brauchst Hilfe. Wie können wir helfen? Anlocken. Anlocken? Anlocken. Was sollen wir anlocken? Was möchte. Guck mal, wie der Wind so her. Habt Mitleid mit meiner Seele. Oh. Hab Mitleid mit meiner Seele. Das haben wir. Jetzt kam das Knutschen von da. Das habe ich jetzt nicht gehört. Zahlung. Das kam von da jetzt. Womit können wir helfen? Zahlung. Vielleicht frei, also Freikaufen. Geld, nee, War vorhin nicht Lösegeld? Medien. 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 Wart ihr schon oben am Tisch? War das dein Mann? Nein. Dann
meine, ich hätte jetzt verstanden, ich. Das war ich. Warst du schon bei den anderen oben? Baumwolle. Baumwolle. Apokalypse. Ave Maria. Jetzt Apokalypse. kommt's Ave Maria. Ave Maria. Sprechen. Kannst du sprechen? Kannst du das? Ich muss noch mal reingucken. Ungefähr, aber nicht korrekt. Ach so, stopp. Versuchen. Heller. Ich mache das Handy an und Pass auf. Und ich habe gesagt zu dir, kannst du das Ave Maria sprechen? Du hast gesagt, da musst du mal gucken, ne? Weißt du, was dir gab? Versuchen. versuchen. Und ich mache das Handy an, da sagt sie heller. Vinzenz. Ja, heller. Und jetzt Vinzenz. Also wenn jetzt die Dinger angehen, das Oh, geht ja, also- gut, wenn ich wegen Ave Maria. Kerze anzünden. Ja, und das gehört dazu. Kindheit. Dein Handy ist aus. Jetzt bin ich vorbei. Ich vergesse nicht alles. Papa ist weg. Papa ist weg. Es kam vorher Eltern. Ja, Jetzt hat er gefragt, ich brauche Hilfe. Diskussion. Diskussion. Ich brauche Hilfe. Gebet, Kerze. Ave, also Ave Maria. Kerze. Kurs. Diskussion, Kurs, Testament. Und jetzt, als wenn er gegangen ist und das Kind ist jetzt hier geblieben, jetzt ist Papa weg. aber das Kind, Ich hoffe, das Kind ist jetzt nicht alleine ich hier. wollte jetzt gerade sagen, ich hoffe, das Kind ist nicht alleine hier. Das wäre ja fatal. Kann irgendjemand dem Kind helfen? Oder zumindest so Bein. Bein. Und kann jemand irgendwie dem Kind helfen und uns irgendwie das übermitteln, das Missbrauch. Missbrauch, dass wir dem Kind helfen können? Wie können wir dem Kind helfen? Braucht das Kind auch ein Gebet? Was war das? Da hat jemand, als jemand was gehaucht hat oder das kam von hier. Ja. Oder? Ja,
Nee, Rosi, bei mir, Nein. nee, ich merke bei dir, nein, du sollst sagen, du sollst nicht. Nee, weil wir nur gedacht haben, da gehen wir nicht rein. Faustschlag. Ja, Du hast einen Vorschlag gekriegt. Bitte? Faustschlag. Du hast hier einen Ohrschlag. Eins vor die Ohren gekriegt. Halt. Das war ein Kratzen. weil das kein Hinweis ist. Nee, das kam von der Wand. Psst, psst. Ja, da oben ist was. An der Wand. Aus dem Raum. Oh, oh. Alter. Er hat dich jetzt beobachtet. Hast du vorhin in dieser Bankreihe gestanden? Sitzen. Kannst du uns was zum eingemauerten Kind sagen? Stein. Stimmt das mit diesem Kind? Da war, keine Ahnung, Frauenwein, ich bin mir nicht sicher, oder Schreien. Warum mussten wir das letzte Mal die Kapelle so schnell verlassen? Er mag nicht, oder? Er mag nicht.